Man macht es sich zu einfach, wenn man Facebook die Schuld dafür gibt. Oliver Nachtwey, 41 Jahre alt. Ich bin Privatdozent an der TU Darmstadt. Mich interessiert dieses Thema, weil ich schon während des Studiums mich in sozialen Bewegungen engagiert habe, unter anderem gegen Nazis. Und mein Eindruck ist, die Welt gerät doch ein wenig aus den Fugen und ich würde gerne dazu beitragen, besser zu verstehen, warum sie aus den Fugen gerät und vielleicht auch was dagegen zu machen. Mein Beitrag Entzivilisierung über regressive Tendenzen in westlichen Demokratien handelt von der Frage der Entzivilisierung. Die westlichen Gesellschaften haben sich als Gesellschaften gesehen, die immer zivilisierter werden im Umgang miteinander, gegenüber den Frauen, gegenüber den Flüchtlingen, gegenüber der Politik oder in der Politik. Und was aber passiert, ist das Gegenteil. Die Selbstkontrolle ist erstmal ein gesellschaftlicher Fortschritt. Wenn wir jemanden ansprechen, haben wir eine gewisse Chance, dass er einigermaßen freundlich reagiert. Diese Entwicklung der Selbstkontrolle hat sich aber zu einem gesellschaftlichen Imperativ entwickelt, der sich vor allen Dingen mit dem Markt verbindet. Wir müssen immer kontrolliert sein, wir müssen uns immer auf den Markt orientieren. Und immer, wenn man dann nicht mehr selbst kontrolliert ist, wenn man sich etwas gehen lässt, zum Beispiel eine Tüte Chips isst, eine Cola trinkt, hat man das Gefühl, oh, ich handle im Grunde gerade gegen meine Marktlichkeit. Und das produziert wahnsinnige Schuldgefühle und Hass und Wut, weil man erstmal sich selbst ganz oft nicht leiden kann und man projiziert dann aber häufig seine eigene Wut, die man auf sich selbst hat und nicht auf die Gesellschaft, auf die anderen. Der Markt ist das dominante Organisationsprinzip unserer Gesellschaft. Niemand kann und soll ihm entkommen. Und das ist die Ursache, die die Menschen wütend macht, weil sie keine tatsächlichen Freiheitsgrade mehr haben. Und Freiheit wäre zu sagen, ich bin so frei, mich nicht marktlich verhalten zu müssen. Aber das ist die Freiheit, die es nicht gibt. Der Neoliberalismus tut so, als würde er uns Freiheit bringen. Aber in Wirklichkeit bringt er uns vor allen Dingen eine Entgrenzung unseres Lebens gegenüber dem Markt mit weniger Sicherheit. Und all die, die sich seinen Gesetzen, der Marktorientierung widersetzen, die erfahren keine Freiheit, sondern etwas Autoritäres. Die werden bestraft durch geringere Einkommen, durch Disziplinierung des Staates, durch Abwertung. Regressive Modernisierung ist das Problem der zu kurzen Bettdecke. In den 50er und 60er Jahren wurde unsere Gesellschaft gerechter. Viele Menschen konnten ein besseres Leben führen, aber zum Beispiel durften Frauen nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen. Jetzt haben wir das Problem, dass es insgesamt gerechter zugeht, weil auch mehr Frauen am Arbeitsmarkt teilnehmen dürfen. Aber gleichzeitig ist unsere Gesellschaft wieder ungleicher geworden und ungerechter. Wie lösen wir das Problem? Und das ist die regressive Modernisierung. Wir können es nicht wie bei einer kurzen Bettdecke machen, dass wir die Bettdecke nach unten ziehen, dann frieren wir weiter am Hals. Man kann nicht die Frauen wieder zurück an den Herd schicken. Oder wenn wir sie weiter nach oben ziehen, dann frieren wir wieder an den Füßen und die Gesellschaft ist ungleicher. Ich bin da fast etwas leidenschaftslos, weil das Netz und die sozialen Medien 2011 bei den großen sozialen Bewegungen in Spanien, bei Occupy, beim arabischen Frühling eine unglaublich progressive Rolle gespielt haben. Was jetzt passiert ist, ist eine Tragödie dieser technologischen Form. Aber nicht die Form ist dafür verantwortlich, was wir erleben, sondern die gesellschaftlichen Veränderungen. Man macht es sich zu einfach, wenn man Facebook die Schuld dafür gibt. Wir brauchen gesellschaftliche Bewegungen, die so etwas wie eine eigene moralische Ökonomie entwickeln und in der demokratischen Diskussion Vorstellungen entwickeln, wie möchte man die Gesellschaft gestalten. Engagieren Sie sich in Ihrer Nachbarschaft, in den Gewerkschaften, in den Schulen, an den Universitäten.